Servus und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich dir Google Street View als Hobby für Panoramafotografen vorstellen. Ich selber betreibe seit vielen Jahren Google Street View. Ich habe über 400 Fotos hochgeladen und habe fast 14 Millionen Klicks. Ich starte die Google Street View App. Wichtig dabei ist zu sagen, dass du Bilder zu Google Street View nur über die App hochladen kannst. Du musst also dein Smartphone oder dein Tablet benutzen. Vom PC aus ist es nicht möglich. Mit deinem Google-Konto kannst du dich bei Google Street View anmelden und dort ein Profil erstellen. Wenn du das gemacht hast, dann sieht das Ganze so aus. Du bist also, wenn du die App startest, im Erkunden-Modus, wo du andere 360 Fotos dir anschauen kannst und hast dein eigenes Profil und hast den Reiter Privat. Unten auf der rechten Seite ist ein Button, wo du ein Foto hochladen kannst. Du kannst es auch aufnehmen. Dazu kannst du dir bei YouTube Videos anschauen, wenn du jetzt keine 360-Kamera verwendest. Aber ich gehe davon aus, dass du eine Kamera hast, wenn du meinen Kanal abonniert hast. Und du klickst unten darauf. Und dann hast du die Möglichkeit, eben dich mit deiner Kamera zu verbinden, Fotos zu importieren und 360 Foto aufzuzeichnen. Wir wählen jetzt den Punkt Importieren und die Aufnahmen von deinem Handy. Dann gehen wir, ich habe hier ein älteres Foto ausgesucht, das aber noch nicht hochgeladen ist. Dann gehst du zu deinem Foto, wählst das Foto aus und sagst Importieren. Jetzt ist das Foto in deinem privaten Bereich abgelegt. Und die App sagt dir, du musst die GPS-Position hinzufügen. Ich habe ein Bild gewählt, das keine GPS-Koordinaten drinnen hat, weil wenn du beispielsweise mit der Insta360 ein Foto machst, ohne das Handy dabei zu verwenden, dann werden keine GPS-Koordinaten aufgezeichnet. Nur wenn du beispielsweise die Insta360 Fernbedienung, also die GPS-Fernbedienung dabei hast und diese verwendest. Es ist aber nicht so schlimm, denn der Ort, du weißt ja, wo du warst, ist schnell gefunden. Du gehst also auf GPS-Position hinzufügen, klickst darauf und dann ist das Foto bei deiner Adresse, wo du zu Hause bist. Wir gehen also jetzt, wir werden die Karte jetzt hier vergrößern und werden nun das Bild in die Richtung ziehen, wo wir waren. Wenn du im Urlaub bist und dort deine Bilder hochlädst, ist es einfacher, weil da bist du ja fast an dem Ort. Aber es ist auch nachträglich nicht schlimm, das zu finden. Es war also in der Nähe von Grado. Genauer gesagt war das ungefähr hier. Hier haben wir den Camping Belvedere. Genau. Wenn wir das jetzt so vergrößern, schauen wir mal, da ist die Straße, Panoramica und Bar Dog Beach, das heißt hier ist der Strand und dort war das. Dann wenn wir unten das Bild verschieben und schauen uns das an, ist hier der Blick aufs Meer. Beim Foto ist es falsch angezeigt. Dann gehen wir unten auf den Balken, um das zu verschieben. Jetzt haben wir das ganze Bild wieder verschoben. Das ist hier beim iPhone ein bisschen schwierig. Jetzt funktioniert es. Okay, jetzt machen wir das so, dass es zum Meer rausschaut, unser Foto, wenn du das siehst. Dann werden wir das bestätigen, oben beim Häkchen. Und nun müssen wir den Google Maps Eintrag noch auswählen. Hier sagt er Friuli Venezia, also das Gebiet Friaul. Wir gehen jetzt hier drauf und können jetzt, er zeigt uns die Orte in der Nähe an, entweder die Bar Dog Beach oder ein anderes Ziel, Belvedere Homes, Belvedere Bungalows und so weiter und so fort. Grado Camping, das ist aber etwas anderes. Grado Belvedere Pineda Camping Village.
Das wäre eigentlich das Passende. Dann klicken wir das an. Du siehst, es wird in der Zeile unten angezeigt, Grado Belvedere Pineta Camping Beach Village. Wir drücken länger auf das Foto, dann erscheint der Upload-Pfeil, den wir draufdrücken. Und du siehst, das Foto wird hochgeladen. Jetzt dauert es eine kurze Zeit und wenn du dann auf dein Profil gehst, dann erscheint das Bild in deinem Konto, wo deine Fotos sind, an oberster Stelle. Hast du mehrere von einem Ort ausgewählt, kannst du diese auch verbinden übers Menü und in der Regel werden die Bilder sehr schnell freigeschaltet. Jetzt werde ich nochmal das aktualisieren. Okay, ich hatte schon ein Bild hochgeladen, daher wurde das Bild zum Villaggio Turistico Belvedere Pineta hinzugefügt. Wir gehen da mal rein und schauen uns das Bild an. Und du siehst, das Foto ist hochgeladen und jeder, der sich für beispielsweise diesen Campingplatz oder den Bereich interessiert, dem wird dein Foto angezeigt und du hast damit jemandem geholfen, der sehen möchte, wie sieht es dort aus. Ich finde, es ist ein sehr schönes Hobby. Ich betreibe das, wie gesagt, seit einigen Jahren und gehe dann immer mal wieder durch und ziehe mir die Fotos an und denke mir, ah ja, da waren wir zu der und der Zeit. Und es kann auch nur ein Ausflug sein in der Nähe. Manchmal haben Bilder, die in der Nähe gemacht wurden, an Ausflugsorten, die beliebt sind, sehr, sehr große Reichweite und es werden sehr viele angeklickt. Und ja, mir macht es Spaß. Vielleicht ist es für dich auch was, vielleicht gefällt es dir. Du kannst es ja ausprobieren, es ist alles kostenlos, du bekommst aber auch nichts dafür. Und das Einzige ist, wenn du mich mit Panoramabilder oder als Fotograf selbstständig bist, ich habe schon verschiedene Aufträge durch Google Street View bekommen. Du kannst dich dort dann, wenn du 50 Bilder hochgeladen hast, als Profi registrieren lassen. Und wenn dann jemand einen Profi sucht für virtuelle Rundgänge zum Beispiel und er geht auf Google und gibt deinen Ort ein oder den Ort bei dir in der Nähe, dann bekommt er deine Adresse und so habe ich beispielsweise auch schon Aufträge in meinem Raum durch Google bekommen. Ich danke dir fürs Zuschauen, vielleicht war es was, vielleicht nicht. Bis zum nächsten Mal. Servus und ciao.